Hallo vom Campus, genauer gesagt aus der Bibliothek. Heute geht es nämlich um das Thema E-Books. Und da auch schon die erste Frage an euch. Nutzt ihr eigentlich E-Books? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, bisher habe ich mir die Bücher, die ich für die Uni brauchte, doch lieber gedruckt ausgeliehen. Fand ich irgendwie cool. So einen ganzen Stapel Bücher auf dem Schreibtisch, überall kleine Zettelchen drin. Wirklich praktisch ist das aber eher weniger. Neulich zum Beispiel lief ich auch mit einem ganzen Stapel Bücher über den Campus und hinterher habe ich gesehen, viele Bücher hätte ich mir auch einfach online ausleihen können. Anstatt die dicken Wälzer Seite für Seite durchzublättern, hätte ich ganz einfach mit der Suchfunktion in den PDFs nach für mich relevanten Begriffen suchen können, hätte so die für mich interessanten Textstellen sofort rausbekommen. Markieren geht auch total einfach. Anstatt Post-its zu verschwenden, kann man einfach direkt den Text einfärben, man kann sich Notizen machen. Klickt euch da doch einfach mal durch die Funktion von eurem Reader durch. Teilweise können die noch viel mehr und meistens hat man ja eh schon so ein Programm auf dem Tablet oder Laptop oder auch auf dem Smartphone installiert. Gerade Bücher, die Hauptbestandteil von Vorlesungsreihen sind in der Bibliothek fast immer vergriffen. Bei E-Books gibt es sowas nicht. Auf die PDFs kann jeder Studierende zur gleichen Zeit drauf zugreifen. Und zurückgeben muss man die PDFs auch nicht. Die kann man einfach so lange gespeichert lassen, bis man sie nicht mehr haben möchte. Und das ist, glaube ich, total praktisch, wenn man zum Beispiel seine Bachelorarbeit schreibt und sich an ein Buch erinnert, dann nochmal reinschauen möchte und dann auch direkt die ganzen Notizen wieder dabei hat und die Markierungen. Besser geht's doch gar nicht. Und wo wir schon beim wissenschaftlichen Schreiben sind, man kann sich die Angaben, die man fürs Literaturverzeichnis benötigt, ganz einfach bei der Literatursuchmaschine Lux von der Bibliothek Leuphana rauskopieren, muss da also gar nichts mehr weitermachen. Es gilt natürlich für alle Medien, die man hier in der Bibliothek ausleihen kann, aber trotzdem ist mit den E-Books ist einfach super praktisch. Die Leuphana hat da auch eine große Auswahl für alle Studiengänge. Es gibt zum Beispiel das Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, ist natürlich für alle Erstis interessant, aber auch im Laufe des Studiums begegnet einem das immer wieder. Oder ja, für die Leuphana Nachhaltigkeitswissenschaften von Heinrich Michelsen. Guckt da einfach mal bei Lux und da könnt ihr auch in den Suchfiltern eingeben, dass ihr nach elektronischen Büchern sucht und dann könnt ihr direkt loslegen, von wo auch immer ihr gerade seid. Ihr braucht dann natürlich den VPN-Zugang, außer ihr seid sowieso an der Uni und seid im Leuphana WLAN. Jedes Buch gibt es allerdings nicht als E-Book-Format und warum das so ist und welches Buch als E-Book zur Verfügung gestellt wird und welches nicht, das habe ich mal Herrn Bilz von der Leuphana-Bibliothek gefragt. Also das entscheiden die Verlage. Wir wählen letztendlich nur die entsprechenden E-Books aus, die uns die Verlage zur Verfügung stellen. Einige Verlage sehen aber die Digitalisierung eher als Bedrohung, denn als Chance, weil sie halt ein Wegbrechen der Printumsätze befürchten. Und deshalb gibt es insbesondere bei einigen Lehrbuchtiteln keine E-Books. Die Leuphana bietet für alle Studiengänge E-Books an. Momentan lizenzieren wir mehr als 150.000 E-Books, bauen aber den Bestand an digitalen Medien kontinuierlich aus. Viele der E-Books sind im PDF- und EPUB-Format verfügbar. Auf EPUB-Format basierende E-Books eignen sich hervorragend für die Anzeige auf mobilen Endgeräten. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft noch mehr mit E-Books arbeiten. Ganz verzichten möchte ich allerdings auf die gedruckte Version nicht. So ein Buch in der Hand zu halten ist doch nochmal was anderes. Was meint ihr? Was sind eure Erfahrungen vielleicht schon mit E-Books? Werdet ihr auch in Zukunft mehr damit arbeiten? Schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!